In diesem Video stellen wir die Bewegung per Default Navigator vor und erläutern die beiden Arten von Bewegung, die Task Executor in Flexim ausführen: Travel und Offset Travel. Wird ein Task Executor, Operator oder Transporter zum Modell hinzugefügt, ist die Navigator-Option standardmäßig auf Default Navigator eingestellt. Dies ist die simpelste Art der Fortbewegung im 3D-Modell. Erhält der Task Executor die Anweisung, sich zu einer anderen Position zu begeben, so bewegt er sich auf gerader Linie dorthin. Andere Objekte werden nicht beachtet, sodass der Task Executor gegebenenfalls durch Hindernisse hindurchläuft bzw. fährt. Ein wichtiges Konzept, um die Bewegung von Task Executern zu verstehen, ist die Unterscheidung von Travel und Offset Travel. Generell resultiert jede Anweisung, sich zu einem Objekt oder bestimmten Koordinaten zu bewegen, in einer Travel-Task. Im Falle des Default Navigators bedeutet dies, dass der Task Executor sich zum Mittelpunkt des Zielobjektes bzw. den Zielkoordinaten begibt. Wann eine Travel-Task mit einem Objekt als Ziel abgeschlossen ist, hängt von den Dimensionen des Objektes ab. Ein Task Executor gilt als an einem Objekt befindlich, wenn er sich innerhalb des Umkreises um den Mittelpunkt befindet, dessen Durchmesser der Größe in der x- bzw. y-Richtung des Objektes entspricht, je nachdem, welcher Wert größer ist. Bei länglichen Objekten, wie zum Beispiel Racks, kann dies dazu führen, dass ein Task Executor die Bewegung schon deutlich früher beendet, als man annehmen würde, wenn er sich orthogonal zur langen Seite auf das Objekt zubewegt. Offset Travel ist eine Bewegung, die Teil einer anderen Aufgabe ist. Das beste Beispiel ist das Laden oder Entladen von Items, bei denen sich der Task Executor zur exakten Position, an der das Item aufgenommen oder abgeladen wird, begibt. Die Standardsequenz, die generiert wird, wenn ein Objekt über die Use-Transport-Option ausgelöst wird, teilt sich in 4 Unteraufgaben: Bewegung zum Objekt, in dem sich das Item gerade befindet, Laden des Items inklusive Offset Travel zur genauen Position, Bewegung zum Zielobjekt und Abladen inklusive Offset Travel zur genauen Zielposition des Items. Ob Offset Travel ausgeführt wird oder nicht, hängt also auch davon ab, ob die genaue Zielposition überhaupt bekannt ist. Beim Entladen in einem Prozessor ist dies zum Beispiel nicht der Fall. Beim Entladen in eine Queue oder ein Rack hingegen schon. Zusammenfassend sehen wir hier 2 Operator, die Items von einem Rack aus zu einer Queue transportieren. Der orangefarbene Operator folgt einer Sequenz, die der oben beschriebenen Standardsequenz gleicht. Er bewegt sich also zunächst auf den Mittelpunkt des Racks zu, bis er das Rack erreicht, also in den oben beschriebenen Umkreis eintritt. Hier beginnt der Offset Travel, der Load-Task, und der Operator läuft geradewegs auf die Position des Items zu. Das gleiche gilt beim Abladen. Erst die Bewegung hin zum Mittelpunkt der Queue, dann zur genauen Zielposition. Der blaue Operator bekommt nur die Load- und Unload-Task zugewiesen, befindet sich also die ganze Zeit über im Offset Travel und bewegt sich immer direkt zwischen Aufnahme- und Abgabeposition hin und her.